Woher hätte ich wissen können, dass ich 2 Autos geschenkt bekommen soll? Du hättest eben von vornherein das Geschenk von Clarissa nicht annehmen dürfen. Ich habe deiner Mutter noch nie einen Liebesbrief geschrieben. Wie oft soll ich das noch sagen? Hier steht es aber ganz anders. Jan, so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Und ich will auch nicht dran schuld sein, wenn eure Beziehung kaputt ist. Als ich schwanger war, da hatte Roberto eine Affäre mit einer anderen Frau. Und diese Frau war Clarissa. Roberto hat dich mit Clarissa betrogen? Ja, deshalb habe ich mich scheiden lassen. Danach ist er verschwunden und hat sich nie wieder blicken lassen. Stimmt das? Ja, ich höre es ja auch zum ersten Mal, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ja, und was sagst du dazu? Was soll ich dazu sagen? Ist ja ganz nett, was man so alles über seine zukünftige Ex-Gattin erfährt. Es tut mir leid, ich wollte es nie erzählen. Ich wollte eure Ehe nicht belasten. Unsere Ehe war von Anfang an eine Farce. Wer weiß, mit wem mich Clarissa noch alles betrogen hat. Gelegenheit dazu war ja genug. Bitte, Christoph. Was soll's? Bin ja selber schuld. Ich habe Clarissa alles geglaubt. Sie konnte machen, was sie wollte. Kein Wunder, dass sie sich mit jedem eingelassen hat, der über den Weg gelaufen ist. Ich glaub das alles nicht. Baba, du lügst. Kathi, ich lüge nicht. Genau so war's. Du lügst wohl. Ihr lügt beide. Ihr wollt Clarissa nur schlecht machen. Ach, das ist gar nicht nötig. Sie ist so schon schlecht genug. Ich finde euch ekelhaft. Kathi! Kathi, ich glaube, was deine Mutter sagt. Mittlerweile traue ich Clarissa jede Gemeinheit zu. Auch, dass sie ihrer schwangeren Freundin den Mann ausspannt. Und warum traust du ihr jede Gemeinheit zu? Weil du selber gemein bist. Was Gemeineres als euch gibt's überhaupt nicht. So, und jetzt lasst mich endlich in Ruhe mit euren verlogenen Geschichten. Na, noch so fleißig? Ja, klar doch. Und? Gibt's was Neues von Iris? Sie hat gerade im Büro angerufen. So wie es aussieht, muss sie wohl noch ein paar Tage bei ihrer Mutter bleiben. Naja, irgendwie werden wir schon alleine zurechtkommen. Hauptsache, Oma hat jemanden, der sich um sie kümmert. Mhm. Susanne? Mhm. Hat Jan was von sich hören lassen? Ja, der hat eben angerufen. Er kommt morgen vorbei und holt sich das Auto ab, das wir ihm geschenkt haben. Die Geschenke, die gehen mir nicht aus dem Kopf. Wieso? Ich kann einfach an diesen Zufall nicht glauben. Das Auto und das Fotostudio. Clarissa muss gewusst haben, was wir Jan und Julia schenken würden. Ja, kommt dir die Sache nicht suspekt vor? Ich habe mir nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Da muss man nicht viel drüber nachdenken. Es liegt auf der Hand, dass da was nicht stimmt. Papa, ich glaube, ich muss dir was sagen. Ich bin daran schuld. Woran? Dass Clarissa ausgerechnet diese Geschenke gemacht hat. Ich habe ihr alles erzählt. Wie bitte? Ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht. Sie hat mich gefragt, was wir Jan und Julia zum Geburtstag schenken wollen. Und da habe ich es ihr gesagt. Das gibt es doch gar nicht. Susanne, wie kannst du so etwas tun? Ich konnte ja nicht wissen, dass sie was vorhat. Ach, du bist doch sonst nicht so naiv. Entschuldige, ich dachte, Florian wäre hier. Der ist im Bad. Bis später. Aber warte, willst du nicht kurz reinkommen? Du liest doch gerade. Ach, ich blätter bloß ein bisschen rum. Ja, aber du willst sicher gleich schlafen. Ach was, ich bin überhaupt noch nicht müde. Na los, komm, setz dich. Also, was gibt's? Hättest du Lust, heute was mit mir zu unternehmen? Wir könnten ins Café gehen oder so. Jetzt noch? Es ist schon ziemlich spät, hm? Na, sonst schwirrst du doch auch die ganze Nacht durch die Gegend. Ja, schon, aber ich brauche auch mal eine Pause. Hast du doch selbst gesagt. Du willst bloß nicht mit mir weggehen, stimmt's? Anna, was soll das? Warum fängst du jetzt schon wieder mit der Kiste an, hm? Weil ich endlich wissen will, warum du mir aus dem Weg gehst. Ich gehe dir nicht aus dem Weg. Ich sitze neben dir. Hier bin ich. Aber dir wär's lieber, wenn du nicht hier wärst.
So ein Quatsch. Anna, ich bin gern bei dir. Also, wenn du schon heute nichts mit mir machen willst, dann musst du mir was versprechen. Okay. Was soll ich dir versprechen? Dass wir morgen was zusammen machen. Na gut, ich verspreche es. Aber ich glaube, jetzt muss ich schlafen gehen. Wolltest du nicht zu Florian? Ja, schon, aber ich glaube, das hat bis morgen Zeit. Gute Nacht. Gute Nacht. Hallo! Da seid ihr ja. Leider ein bisschen spät dran. Macht nichts. Das ist Rebecca. Sie arbeitet seit ein paar Tagen bei mir im Krankenhaus. Ich habe dir ja von ihr erzählt. Ah, da musst du Sophie sein. Hallo. Hallo. Das ist Rainer Zabel, mein Verlobter. Ah. Er arbeitet auch seit ein paar Tagen im Krankenhaus. Hallo. Schön, dich kennenzulernen. Ihr seid verlobt? Davon hast du mir noch gar nichts erzählt. Allem drum und dran. Wie romantisch. Und? Wie fühlt man sich so als Verlobte? Sieht man das nicht? Entschuldigt mich bitte. So wie ihr aussieht, müsst ihr ja verdammt glücklich sein. Und ich dachte, sowas gibt es nur noch im Kino. Ja, sowas gibt's auch im wirklichen Leben. Ist ja eigentlich auch nichts Besonderes, oder? Naja. Ehrlich gesagt, seitdem ich in Düsseldorf bin, seid ihr das erste glückliche Paar, das ich getroffen habe. Tja, vielleicht bist du einfach nur mit den falschen Leuten zusammen. Sag das nur nicht zu laut. Guten Tag, meine Damen und Herren, aus einem heute leider regnerischen... Oh, Flori, das ist doch nicht dein Ernst, dass wir jetzt hier Golf gucken. Wieso? So stark war der Regen, Na nu? Was macht ihr jetzt schon hier? Gab's Zeugnis oder was? Nee, viel besser, schulfrei. Der Hausmeister ist gestern irgendwo versumpft und heute Morgen standen die Pauker vor verschlossenen Türen. Tja, und da kein Zweitschlüssel aufzufinden war, gab es eine kreative Pause fürs ganze Haus. Und was machst du überhaupt hier? Naja, ich war gerade so in der Gegend und habe ich gedacht, schaust du mal nach, was dein Geburtstagsgeschenk so macht. Und? Tja, also ich habe mir den Wagen angesehen und ich muss sagen, spitzenmäßig. Ehrlich? Gefällt dir wirklich? Oder schmierst du uns jetzt nur ein bisschen Honig ums Maul? Ach, so ein Quatsch. Der Wagen sieht wirklich spitze aus. Also wenn ich 200.000 Kilometer runter hätte, würde ich garantiert nicht mehr so gut aussehen. Ach komm, jetzt übertreib nicht. Nein, ich mein's ernst. Wirklich eine tolle Leistung. Also gegen deinen Edelschlitten kann er natürlich nicht antreten. Aber ich muss auch sagen, er sieht top aus. Absolut professionelle Arbeit von Ramon. Senor, meine Verehrung. Gracias. Ich warte jeden Tag auf einen Anruf von Michael Schumacher. Der sucht noch einen Chefmechaniker. Wenn's klappt, bin ich dabei. Als deine Assistentin. Ja. Und was machst du jetzt überhaupt mit 2 Autos? Wenn ich den einen gegen einen Baum fahre, steige ich auf den anderen um. Du müsstest die Kiste erstmal hören, ey. Volles Drehmoment von unten raus. Der lässt deinen Promischlitten locker stehen. Ja, ja, ich merk schon, das war eine Testfahrt vonnöten. Wollen wir? Jawohl. Ja, klaro. Ja. Hallo Susanne. Na, Sie kommen wie gerufen. Ich wollte Sie gleich mal mit einem wichtigen Agenten bekannt machen. Er muss jeden Augenblick hier sein. Agenten interessieren mich im Moment nicht. Oh, er ist ein sehr einflussreicher Mann. Und Sie Vergessen Sie bitte mal kurz das Geschäft. Ich möchte mit Ihnen über was anderes reden. Sie haben mein Vertrauen missbraucht. Würden Sie mir sagen, worum es geht? Um die Geburtstagsgeschenke von Jan und Julia. Ich dachte, wir hätten das Thema längst abgehakt. Sie vielleicht. Wie ein doofes Schaf habe ich Ihnen unsere Geschenke verraten. Und Sie haben nichts anderes zu tun, als sie zu toppen. Ja, mir ging es nicht darum, irgendwelche Geschenke zu übertreffen. Ich habe lediglich das Naheliegendste ausgesucht. Oder hätte ich Julia vielleicht ein Nagelstudio anstatt eines Fotostudios schenken sollen? Sie wollten meinen Eltern eins auswischen. Darum ging's Ihnen. Ich wollte meinen Kindern eine Freude machen. An ihre Eltern, ehrlich gesagt, habe ich nicht eine Sekunde gedacht. Ihr hättet Sophies Gesicht sehen sollen, als wir uns das erste Mal begegnet sind. Wieso? Fiona hatte mir den Schlüssel von der Kneipe gegeben. Aber Sophie hat in der Zwischenzeit die Schlösser auswechseln lassen. Da bin ich einfach durchs Fenster rein. Mitten in der Nacht. Und Sophie hat dich bestimmt auf frischer Tat ertappt. Sie war nicht gerade begeistert, als sie mich gesehen hat. Und irgendwie hat sich das bis heute nicht geändert. Es läuft nicht so richtig zwischen uns beiden. Wo ist sie überhaupt? Hat sie heute schon Feierabend? Nee. Sie ist oben auf ihrem Zimmer. Hat gerade Besuch von einer Bekannten.
Vielleicht kann die sie ja wieder ein bisschen aufbauen. Wieso? Was ist denn mit ihr? Wenn du nicht darüber reden willst. Es ist ein bisschen kompliziert. Ein anderes Mädchen ist schwanger geworden. Von ihrem Freund. Was? Ja, und deshalb hat sie Schluss mit ihm gemacht. Und jetzt ist ihr Ex auch noch verschwunden. Echt? Aber ich habe nichts gesagt. Wie gut, dass das bei uns beiden nicht passieren kann. Was? Stress wegen Sex. Wegen Sex? Sophie und ihr Freund hatten noch Stress wegen der Schwangerschaft. Eben. Ohne Sex wäre es nicht passiert. Und wieso kann euch sowas nicht passieren? Weil wir nicht miteinander schlafen. Wir lieben uns auch so. Ohne Sex? Ohne Sex. Und wir fühlen uns total gut dabei. Es tut mir leid. Ich kann ja auch nicht sagen, wo Henning ist. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seitdem wir Schluss gemacht haben. Schade. Ich dachte, du könntest mir vielleicht helfen. Ich will ja nicht neugierig sein, aber seit wann interessierst du dich denn für Henning? Ich wollte ihn nur was fragen. Was denn? Naja, eigentlich wollte ich von ihm wissen, wie Clarissa und Barbara von Sterneck zueinander stehen. Ach, das kann ich dir auch erzählen. Also die Story kenne ich in- und auswendig. Von Gero nämlich. Die ein oder andere Schote hat er mir schon so erzählt, zwischen Tresen und Küche. Ja und? Wie ist es zwischen den beiden? Clarissas Sekretärin hat da so Andeutungen gemacht. Die hassen sich wie die Pest. Clarissa macht Barbara das Leben zur Hölle, wo sie nur kann. Dann gehe ich wohl recht in der Annahme, dass Barbara Clarissa gerne ins Auswischen würde. Mhm. Der Kandidat hat 100 Punkte. Sonst noch Fragen, Euer Ehren? Das ist alles, was ich wissen wollte. Nun sag mal, wo der Schuh drückt. Na los, du wolltest doch mit mir reden. Na, jetzt mach schon. Was hast du auf dem Herzen? Es ist so. Barbara hat gesagt, du hättest... Was hätte ich? Du hättest was mit meinem Vater gehabt, als sie noch schwanger war. Und deshalb sei mein Vater auch damals weggegangen. Das hat sie gesagt? Also, das ist unglaublich. Kathi, das ist eine glatte Lüge. Sie hat es aber gesagt. Nun hör mir mal gut zu. Möchtest du wirklich wissen, wie es damals war? Dein Vater hat sich sehr, 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 sehr auf deine Geburt gefreut. Ehrlich? Ganz ehrlich. Und du hast nie was mit Roberto gehabt? Schau mich an, Kathi. Könnte ich dir in die Augen sehen und dabei lügen? Glaub mir, das Ganze ist eine ganz gemeine Unterstellung. Ich schwöre dir, zwischen deinem Vater und mir ist nie etwas gewesen. Aber warum sagt Barbara dann sowas? Willst du das wirklich wissen? Also gut. Barbara hat dieses Gerücht in die Welt gesetzt. Sie hat deinen Vater nicht mehr geliebt. Sie wollte ihn loswerden. Das glaube ich alles nicht. Sowas würde Barbara nie machen. Tja, genau so ist es gewesen. Aber das ist leider erst die halbe Wahrheit. Ach, entschuldige bitte. Tschüss, tschüss. Hey! Mensch, wo kommt ihr denn alle her? Ja? Na? Nett, dass du dich auch mal wieder blicken lässt. Tja. Du hast übrigens gerade deine Schwester verpasst. Wer denn, Julia? Nee, Susanne. Die ist gerade weg. Und? Also wir hätten gerne eine Tankfüllung für 4 durstige Rallye-Fahrer. Aha. Und womit soll ich eure Tanks füllen? Also ich trinke Cola, ich muss auch fahren. Oh, die kleine Memme. Hallo Jan, Ach, hallo. Aha. Wer ist das denn? ich bin Gina. Ich wohne jetzt auch hier. Hallo, ich bin Anna. Hallo Gina. Ich bin Ramon. Hallo.
Susanne! Tag. Die Türe war offen. Das ist ja eine Überraschung. Kommen Sie doch rein. Was führt Sie nach Friedenau? Das ist Frau Kopp, Frau von Sterneck. Schön, Sie kennenzulernen. Guten Tag, Herr von Anstetten. Wie geht's Ihrem Bruder? Jan? Ja. Ach, ganz gut. Wegen Jan bin ich eigentlich auch gekommen. Ich wollte Sie da nämlich etwas fragen. Ich bin doch jetzt Jans Agentin. Ja, ich weiß. Und macht Spaß? Ja, sehr. Ich habe da bloß ein Problem. Im Moment bin ich nur auf die Kontakte von Frau von Anstetten angewiesen und das ist mir auf Dauer zu wenig. Und was hat das mit Ihrem Besuch hier auf Friedenau zu tun? Ich wollte Sie fragen, ob Sie nicht vielleicht den einen oder anderen Job für Jan hätten. Für Jan? Ach, ich dachte, der ist dauernd ausgebucht. Leider nicht. Ja, wie es der Zufall so will. Ich glaube, ich hätte was für ihn. Ehrlich? Ja, die Vorbereitungen für die nächste Kampagne laufen auf Hochtouren und gute männliche Models sind rar. Ich könnte noch was für Sie tun, wenn Sie wollen. Ich denke, als Agentin mit einem Model kommen Sie auf die Dauer nicht sehr weit. Wie meinen Sie das? Ich habe in der letzten Zeit mit einigen Models gesprochen, die alle einen neuen Agenten suchen. Sie meinen, ich soll für diese Models als Agentin arbeiten? Ja, genau das meine ich. Oh, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Na, sagen Sie doch einfach ja. Ja. Weißt du, Kathi, in Wirklichkeit war es ganz andersrum. Barbara hatte ein Verhältnis mit Christoph. Ach, es war widerlich. Dauernd schrieben sie sich diese ekelhaften Briefe hinter meinem Rücken. Du meinst die aus der Zeitschrift? Roberto war den beiden natürlich im Wege. Christoph hat ihn regelrecht aus der Stadt gejagt. Aber wie denn? Er hat Lügen über ihn verbreitet. Er hat jedem die Geschichte über Roberto und mich erzählt. Dann hat Christoph mich ja auch angelogen. So sieht es aus. Dass Barbara und Christoph schon damals... Ich glaube das nicht. Auch wenn Christoph jetzt so gemein zu dir ist, aber das hätte ich nie gedacht. Ich kenne keinen Menschen, der so hart sein kann wie Christoph. Innen ist er eiskalt. Aber Barbara und Christoph sagen, die Briefe sind gar nicht echt. Natürlich. Wenn ich an ihrer Stelle wäre, würde ich dasselbe behaupten. Das gibt's doch alles nicht. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wem ich noch glauben soll. Ich glaube, ich habe es mir überlegt. Ich überlasse Nicole euren Wagen. Die kann ich viel besser gebrauchen. Stimmt. Etwas besser als dein Sportwagen. Am besten, wir holen sie gleich ab und fahren zusammen zu euch. Können wir machen. Willst du noch was? Ich hab dich was gefragt, Anna. Anna! Was? Möchtest du noch was trinken? O-Saft bitte. Woher kommst du eigentlich? Nein, sag nichts. Ich rate. Keine Chance. Doch, ich weiß es. Spanien. Ah, knapp daneben. Ich komme aus Caracas. Was? Du kommst aus Venezuela? Ja, in Erdkunde aufgepasst, was? Nix Erdkunde. Ich habe mal in Caracas gewohnt. Aber nur für ein paar Monate. Was? Ja, mein Vater ist Diplomat. Deshalb. Ich kann sogar ein bisschen Spanisch. Dialgo en castellano. Es un placer hablar contigo. So, ich würde sagen, wir müssen los. Nicole wartet. Jo. Oh, adios. Da muss ich wohl mit. Schade. Ich komme ja wieder. Bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Tschüss. Hi. Hi. Tag. Wie siehst du denn aus? Du strahlst ja richtig. Aha, gern. Naja, wo ich doch jetzt den perfekt restaurierten BMW fahren darf. Wieso hast du denn jetzt den BMW? Dein Bruder hat 2 Autos und ein großes Herz. So groß kann sein Herz nicht sein, sonst hättest du das andere Auto. Das machen wir halblang, ja? Also, ich finde den BMW total süß.
Und außerdem hättet ihr mal sehen müssen, wie ich ihn abgehängt habe. Was sagst du dazu? Ist das der Dank? Man muss den Männern eben zeigen, wo es lang geht. Ja. Was machst du überhaupt schon hier? Hast du einen neuen Job für mich oder was? Du sagst es. Ach ja? Und was ist es diesmal? London, Paris, New York? Viel besser. Düsseldorf, Caradonna. Du bist das Hauptmodel für die nächste Kampagne. Na prima. Soll ich gleich zusagen? Ach nee, ich weiß nicht so recht. Wieso nicht? Also Clarissa wird bestimmt stinksauer sein, wenn ihr auch für Caradonna arbeitet. Willst du Karriere machen oder nicht? Na klar will ich. Aber irgendwann soll Nicole ja auch so einen schicken Sportwagen bekommen. Na also, dann kannst du nicht immer nur für Linie Clarissa arbeiten. Außerdem habe ich noch eine Rechnung mit Clarissa offen. Wieso? Wegen eurer Geschenke. Ich habe ihr kurz vor der Party von dem Teleobjektiv und dem BMW erzählt. Ja und? Deswegen hat sie den Sportwagen und das Fotostudio geschenkt. Verstehe ich nicht. Naja, sie wollte Arno bloßstellen. Ach, das gibt's doch überhaupt nicht. Doch. Bei Clarissa kann man echt nicht vorsichtig genug sein. Genau das hat Arno auch gesagt, als ich ihm gestern alles gebeichtet habe. Clarissa ist eben immer für eine Intrige gut. Tu mir einen Gefallen, ja? Ruf sofort bei Caradonna an und sag, ich mach den Auftrag. Mit Kusshand. Ist das dein Ernst? Ja, natürlich. Ich tanze nicht nach Clarissas Pfeife. Und wenn sie mir 10 Sportwagen vor die Tür stellt. Und das werde ich jetzt erstmal persönlich stecken. Ja. Da bist du ja. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Ich glaub dir das alles nicht. Was glaubst du nicht? Das mit Roberto. Liebling, du musst es mir glauben. So traurig das für dich ist. Ich versuch's ja, aber ich kann nicht. Weißt du, ich weiß, es ist alles ein bisschen viel für dich. Ich hätte dir gern die Geschichte über deinen Vater erspart, aber zum Glück hast du jetzt jemanden, der wirklich auf dich aufpasst, der dich wirklich mag. Nicht wie Roberto, sondern wie ein richtiger Vater. Du redest doch nicht etwa von Christoph. Natürlich rede ich von Christoph. Und wen denn sonst? Christoph soll mich in Ruhe lassen. Ich will ihn nicht. Der ist nicht mein Vater. Kathi. Nein! Flori, bitte nicht. Was ist denn? Du warst vorhin in der Kneipe schon so komisch. Ach, mir geht's nicht gut. Och, kann man was dran tun? Was ist denn? Ich muss hier raus. Was? Ja, ich halte das Ganze nicht mehr aus. Dauernd mit deiner Familie unter einem Dach und mit dir immer in einem Zimmer. Wieso? Ich verstehe nicht. Ich zieh aus. Du willst mich auf den Arm nehmen? Warum willst du denn ausziehen? Sag mal, Anna, was ist eigentlich los mit dir? Ich muss dir was sagen. Ja. Ich habe mich in Ramon verliebt.